liebe es, Scheiße zu bauen. Ich brenne dafür, seitdem ich klein bin. Ich liebe es. Ich sag nicht mehr, ey, wir müssen ein Gespräch suchen und ich will dich sensibilisieren. Ich sag, fick dich. Ich bin nicht mehr nett. Es ist eine Schande, dass so viele Produktionsteams und Sender so acten, wie als hätten wir nur eine Handvoll Comedians in Alemannia. Aber ich würde gerne so viele Dinge revolutionieren. Und du musst so groß sprechen mittlerweile, weil wenn du zu süß sprichst, bist du am Ende auch irgendwie so ein Lolli. Wie ist es eigentlich als migrantische Frau in der Entertainment-Branche? Ich glaube, wenige Leute können mir diese Frage besser beantworten als Parshad, denn sie hat schon so einiges gesehen, sei es als Mitglied beim ZDF-Magazin Royal, bei ihren Stand-Up-Comedy-Shows oder in ihren eigenen Funkformaten. Ich freue mich sehr auf meine Comedy-Chai aus 069. Hallo Parshad. Hallo! Hallo mein Herz. Ich freue mich so sehr, dass wir uns schon kennen, weil ich konnte mich komplett darauf konzentrieren, dass die Umarmung nicht blöd aussieht, weil ich den Namen schon kenne. Vor allem kennt man das, man umarmt so, weißt du, das ist nicht so unangenehm, weißt du, das ist so eine gute Umarmung, keine unangenehme. Parshad, wir fangen mal direkt an mit den Basics für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Wie bist du zur Comedy gekommen? Oh, also ganz kurz und knapp zusammengefasst. Also mir wurde das Herz gebrochen. Habe erfahren, ich war eine Wette zwischen zwei Typen aus meiner Kleinstadt damals oder aus meinem Dorf, kann man sagen. Und ich habe mich immer darum bemüht gehabt, immer mich anzupassen oder meinem potenziellen Traummann zu gefallen. Du weißt ja, wie es ist, ne? Also Male Gaze, bla bla bla, blablabla. Und ich habe immer auf introvertiert getan, aber dabei bin ich halt voll die extrovertierte Maus. Und als das dann rauskam mit der Wette, habe ich gesagt gehabt, so, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Und nicht mehr heulen auf dem McDonalds-Parkplatz um 4 Uhr nachts und keine Ahnung was und mich verarschen lassen, sondern ich bin jetzt mal laut, ich mache das mal. Und dann war ich auch mal Thema dann 1 Jahr lang im Dorf. Ne? Also ich habe ja angefangen mit Insta-Videos. Ich habe angefangen, glaube ich, mit 340 Followern oder so, ne? Vor 5 Jahren. Und dann wurde ich auch zu Geburtstagen nicht mehr eingeladen. Ich wurde gemobbt, meine Sachen wurden in WhatsApp-Gruppen verschickt. Es war schon übel. Ja. Aber ja, danke an den Typen, der mir das Herz gebrochen hat. Shoutout an ihn, wenigstens eine gute Sache hat er geleistet. Aber du hast es auch alles heimlich gemacht, ne? Also deine Mom zum Beispiel, die war ja auch am Anfang nicht so Fan davon. Überhaupt nicht, 0,0. Ich habe damals mit einem iPhone 6S angefangen. Mega kaputtes Ding, ne? Also es war schrecklich, auch nur so, keine Ahnung. Wie viel Speicher gab es damals? Minus 30 Megabyte, Gigabyte, ich weiß nicht. Und immer wenn ich Videos gemacht habe, so Short-Videos, so Reels, damals nicht Reels, aber so kurze Beiträge, so Sketche, Mini-Sketche, habe ich erstmal alle Apps löschen müssen, auch Instagram. Und ich konnte es ja nicht zu Hause hochladen, also habe ich das Auto genommen, bin zum Mc's gefahren, zu McDonalds. Ich merke schon, das spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben. Hab da WLAN abgezapft von denen. Mir eine Pommes bestellt auf Broke-Basis für 1 Euro oder so und so meine ersten Insta-Videos hochgeladen. Und es ging auch so locker 8 Monate so weiter. Und dann bin ich doch währenddessen heimlich auf Stand-Up-Bühnen gegangen. Ohne meiner Mutter und meiner Familie was zu sagen. Aber heute ist Mama stolz? Ja, hat ein bisschen gebraucht. Ich sag, guck mal, ganz ehrlich, sie hat noch vor 4 Wochen gefragt gehabt, ob ich nicht Bock habe, nochmal zu studieren. Beziehungsweise ein Studium mal zu beenden. Ich habe ihr einfach gesagt gehabt, nee. Du, das Ding ist vorbei. Der Zug ist jetzt wirklich maximal abgefahren. Okay, ja, kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht gibt es ja noch Alternativpläne, aber mal schauen. Vielleicht noch mal so zum Thema Comedy, wie du da so angefangen hast. Man lässt sich ja meistens inspirieren von irgendwas. Und so unsere Generation ist ja aufgewachsen, oder ich glaube viele, gerade mit Migrationshintergrund, sind viel mit so Kaya Jana, was guckst du? Und sonst gab es ja eigentlich nicht so viel. Mit was für Comedy bist du aufgewachsen? Ich bin mit Kaya Jana aufgewachsen, auch mit Mario Barth bin ich aufgewachsen. Viel mit RTL-Comedy bin ich aufgewachsen. Aber die Liebe zur Comedy habe ich entdeckt durch Enisa Armani. Durch meine heutige Mentorin, Labelchefin, auch meine Hokage, sag ich immer. Sowas wie meine große Schwester. Ich habe durch sie gecheckt, dass ich überhaupt eine Chance habe. Weil ich habe nicht mal in Betracht gezogen, überhaupt mir jemals vorzustellen, dass ich eines Tages mal mit Comedy irgendwie eine Möglichkeit hätte oder überhaupt Geld verdienen könnte. Weil ich dachte ja, Comedians müssen so oder so aussehen, so und so reden. Und vor allem dachte ich, okay, die sollen keinen Migrationshintergrund haben. Das habe ich halt mit 14, 15 so nicht gecheckt, aber halt verstanden. Also so, es gibt für mich einen Unterschied zwischen, ich habe es einfach gesehen und war so, okay, ich bin daran gewöhnt, es muss so sein. Bis ich dann Enisa gesehen habe, das allererste Mal live in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Und dann habe ich gerafft, ey, das ist so eine geile Sache. Und ich mache so gerne Witze.
Ich habe gar keinen Plan, wer ich bin. Ich habe gar keine Ahnung, was meine Art Comedy ist. Ob ich überhaupt jetzt Witze machen soll über meinen Background oder nicht. Es kam ja alles erst über die Jahre. Ich musste mich ja selbst auch nochmal kennenlernen. Wie so ein Rapper oder so eine Rapperin, so ein Songwriter oder Writerin. Du bist dich selbst am Kennenlernen erstmal die nächsten Jahre. Und dann kannst du erst sagen, so ey, das bin ich. Ja. Ich finde, ich kenne mich als Künstlerin und als Comedian, Entertainerin erst seit einem Jahr in diesen 5 Jahren. Ich habe mich, glaube ich, jetzt erst so richtig gefunden. Du hast ja gesagt, dass du mal so ein bestimmtes Bild von Comedians hattest, also wie die aussehen sollen, was für Themen die besprechen. So eine Sache, die mir mal aufgefallen ist, ist, dass Comedy gerade in Deutschland immer sehr doll nach unten tritt, also was die Themen auch angeht. Ich will jetzt gar nicht krass auf diese aktuellen Debatten eingehen, weil ich finde, man muss denen jetzt gar nicht so krass Hack geben dafür. Ja. Und auch generell, es wiederholt sich ja einmal im Monat. Irgendein Comedian sagt irgendwas Schlimmes, jedes Mal. Und so geht das irgendwie seit Jahren. Jedes Mal. Und dann hast du immer dann wieder die Debatte mit Leuten, so ist deutsche Comedy cool und keine Ahnung was. Und ich bin kein Boss, ich bin keine Expertin und so. Ich will jetzt nicht so bossy reden. Ich bin selbst noch Newcomerin, auch nach 5 Jahren in der Branche bist du Newcomerin, du weißt. Aber ich schütze gerne dann die deutsche Comedy, indem ich sage, selbst schuld. Es gibt so viele coole und talentierte Menschen da draußen. So viele geile, neue Flammen mit Leidenschaft und keine Ahnung was, die ein viel besseres Bild von Comedy präsentieren können als ihr alle zusammen. Das ist echt, also es ist eine Schande, dass so viele Produktionsteams und Sender so acten, wie als hätten wir nur eine Handvoll Comedians in Alemannia. Wir haben es nicht. Gebt den neuen Talenten, den jungen Talenten, gebt denen eine Chance. Auch die, in Anführungszeichen, für die nur TikToker, die aber halt catchen und authentisch sind, gebt denen mehr Bühne. Gebt denen das. Es reicht. Wir haben nicht nur diese 5, 6, 7, 8 Leute. Wir sind viel mehr. Deutsche Comedy hast du das Gefühl, dass dann Leute wie du, die dann zumindest sich so ein bisschen eine Plattform auch selber schaffen mussten, ne? Ich meine, du bist ja auch über Insta und so gekommen. Das ist jetzt nicht so, als hätte man dich irgendwo platziert. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass dann Leute wie du erst recht diesen Druck haben von, es muss was Politisches sein, es muss gesellschaftlich relevant sein. Also, dass bei dir einfach noch mal so viel mehr erwartet wird, weil du vielleicht ein Gegenentwurf bist, so der Mario Barth-Type Comedy. Glaubst du mir, dass ich anfangs voll dagegen war? Ich habe auch viel diskutiert gehabt mit meinem Team und mit Erhan, meinem Manager, und ihm gesagt gehabt vor 4, 5 Jahren, ich will sowas nicht machen, weil ich ja gerade von der Politik abgehauen bin damals, ne? Weil ich ja diesen politischen Weg gegangen bin. Sorry, ganz kurz, es war ein aggressiver Hamburger Wespe. Und dann hat Erhan gesagt gehabt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Also, aber irgendwie über die Jahre habe ich gecheckt, da ist noch eine Leidenschaft zur Politik. Da ist noch dieser revolutionäre Willen von mir, von meiner Familie, weißt du, über Generationen. Ja, die sind am Pochen, die sind da. Aber es ist schon geil, wenn man so ein bisschen Politsatire macht, ne? Und mittlerweile sehe ich es auch als meine Aufgabe, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich finde es schon sehr wichtig, dass ich so über so Themen aufmerksam mache. Zum Beispiel jetzt auch über dieses letzte Video von der AfD, einer der letzten Videos vor Wochen gepostet, wie sie da mit einer Anime-Karikatur da Werbung gemacht haben. Und das habe ich da auf TikTok gepostet gehabt. Und ich fand es so toll, wie die jungen Leute in den Kommentaren dann auch extra Kommentare geschrieben haben, wie viel Uhr ist es bei euch oder was esst ihr gerade und so, damit das Ganze so gepusht wird, damit die Leute genau auf TikTok, genau auf dieser ultra problematischen Plattform sehen, dass das und das von der AfD-Seite aus gemacht wird. Und dann habe ich ja meine Freundin aus Japan angecheckt und gesagt gehabt, ey, kannst du was dazu sagen oder kennst du Leute, die was dazu sagen können? Und dann hat sie mir einen Kontakt weitergeleitet. Und da gab es diese Person, die anonym bleiben will, die mir einen Brief geschrieben hat. Mit der Bitte, ey, kannst du das posten und das sagen aus der Sicht einer Person, die in Japan lebt. Dass man also, let our culture in Ruhe, mäßig. Kurz gefasst jetzt alles, ja. Weißt du, was ich persönlich sehr gerne mag, immer an deinem Content oder an zumindest den Sachen auf deinem eigenen Kanal? Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind da ganz natürlich einfach Teil deiner Formate und die haben einfach Spaß. Die reden, wie sie reden, die haben einfach Spaß. Da geht's nicht um irgendwelche Layer, da wird keine Agenda verfolgt und so weiter. Warum gibt's sowas so wenig? Weil ich habe das Gefühl, entweder wenn junge Migrantinnen gezeigt werden, müssen die entweder todernst über Themen wie Rassismus und Diskriminierung sprechen. Oder drüber reden und so. Ja, oder sich über sich selbst lustig machen. Genau, so, meine Eltern können kein Deutsch. Ja. Warum gibt's das nicht? Ich weiß es nicht. Warum musst du dein Mafia-Format machen, damit es das gibt? Ich wünschte, ich könnte dir das sagen. Und ich lehne auch alle Gespräche und alles ab, was damit zu tun hat, wie, boah, Parshad, schön, dass du diverse Sachen machst. Ich bin raus aus dieser Unterhaltung.
Wir haben diese Unterhaltung jetzt ein paar Mal geführt. Wir können die weiterhin führen. Man kann stolz auf den Migrationshintergrund sein, aber so ein gesunder Stolz muss es sein. Soll nicht in so eine faschistische Richtung gehen. Immer noch. Aber ich bin einfach nur hier geboren. Meine Mutter ist aus dem Iran. Fertig. Und da musst du immer den Leuten erklären, nein, sie hat mich nicht gehauen. Nein, mein Bruder hat mich nicht zu Hause eingesperrt. Aber wie lange wollen wir noch darüber reden? Ja. Weißt du? Für die neue Generation können wir immer wieder das Thema ein-, zweimal refreshen. Aber man denkt, es ist angekommen. Und dann schau dir mal diese Medienlandschaft an. Mit all den Formaten und keine Ahnung was. Aber ich will ja auch nicht diese Heldenfigur sein eigentlich. Weißt du, ich will ja einfach nur meinen Spaß haben. Voll. Ich will jetzt nicht sagen, ey, ich will jetzt eine Tür öffnen für, ich will einfach nur klar machen, ey, hier sind witzige Leute, die kaum Bühne bekommen. Ich schmeiß die jetzt in dieses Format. Hier sind noch mehr witzige Leute, Überraschung. Und zusammen, wow, was ein Wunder, wir haben eine neue Comedy-Agenda. Ja. Ein neues Team. Ja, ich weiß auch nicht, das ist echt so eine Seltenheit, dass man Leute wie uns einfach nur normal Spaß haben sieht, ohne irgendwelche Layer. Aber diese Beziehung, die du so ein bisschen beschreibst, die Comedy, die du hast oder zur Entertainment-Branche, da hast du in letzter Zeit ja viel drüber gesprochen. Auch. Ja, ja. Also es ist ja eigentlich so eine Hassliebe ist und mehr Liebe, mehr Hass. Es ist immer noch meine Rettung. Also Comedy und Entertainment ist immer noch wirklich das ist auch mal ganz meine poetisch Rettung. als Pflaster für deine Seele. Genau. Ist wirklich mein Pflaster für die Seele. Ist auch Pflaster für viele Seelen da draußen. Aber es wird zu einer Bürde, es wird zu einer Last, wenn man versucht, mich in etwas reinzustecken und dann checkt, ey, die macht gar keine Comedy über ihre Kultur. Was machen wir dann mit ihr? Wie, was macht ihr dann mit mir? Ja. Wie, was macht ihr dann mit mir? Also ich bin jeden Tag Streit. Ich habe jeden Tag Streit mit Leuten. Seit Jahren. Ich habe jeden Tag Streit. Jeden Tag. Aber wie hältst du das aus? Die süße Maus. Das klingt doch sau anstrengend. Wie hält man so einen Arbeitsalltag aus? Stell dir vor, du hast in deinem Bürojob jeden Tag Stress mit Leuten. Mein Ego. Dein Ego? Mein Ego. Kennst du Powerpuff Girls? Diese Ja, klar. wütende? Ja. Na klar. Buttercup. Das bist du? Okay. Ich bin schon manchmal die Buttercup von der deutschen Comedy-Branche, Newcomer-mäßig. Nee, aber ich muss sauer sein. Ich muss den Leuten klar machen, dass ich mehr bin. Aber wo befindest du dich gerade so auf diesem Spektrum dieser ganzen Gefühle? Weil in letzter Zeit gab es ja auch viel Content von dir, wo du meintest, so, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals so als meine Lebensaufgabe weiterhin sehe, ob ich das für immer machen möchte. Bei Stefanie. Genau, bei Stefanie Giesinger im anscheinend Mental Podcast. Breakdown. Und ich war auch selbst überrascht über diesen Mental Breakdown, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Es hat sich so viel angestaut über die letzten Monate, Jahre auch. Und ich fand es so überraschend, weil Stefanie, ich liebe sie. Sie kam mit ganz anderen Fragen als viele andere, weißt du? Es ging so um mich. Ja. Aber wenn ich sage um mich, dann um mich. So als Kind dieser Welt um mich, weißt du? Und dann ich musste sofort anfangen zu heulen. Weil sie hat mir so große Schwester-Vibes auch gegeben. Ich war so, ey, mir geht's voll kacke. Ich will eigentlich aufhören. Ja. Ich will eigentlich aufhören und am liebsten manchmal alles löschen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht da ankommen werde, wo ich möchte. Und das ist nicht jetzt unbedingt die Beste zu sein oder keine Ahnung was. Aber ich würde gerne so viele Dinge revolutionieren. Und du musst so groß sprechen mittlerweile, weil wenn du zu süß sprichst, bist du am Ende auch irgendwie so ein Lolli für die, weißt du, so ein Tamam, die übertreibt so, weg mit der. Aber ich will gewisse Dinge einfach revolutionieren. Ich will das deutsche Comedy, wieder einfach, also dass man dafür brennt, weißt du? Und nicht das deutsche Comedy Negativschlagzeilen auslöst. Du hast ja selber gesagt, jeden Monat passiert irgendwas, jede Woche. Reicht doch langsam. Aber da ging es ja auch teilweise wirklich um so strukturelle Probleme, die du angesprochen hast, wie eben, dass du in Sachen nicht reinpasst oder dass du rausgeschnitten wurdest sogar. Ja. Das war zum Beispiel auch so der letzte Tropfen für mich. Ne? Also das war für mich echt so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, es kann nicht sein, dass es manchmal, weißt du hast da so eine Gemeinschaft und dann gibt's so 50%, die sagt so, wuh, und 50%, ey, das Publikum versteht sie nicht. Oder es gibt Produktionsteams, die sagen, ey, du als Person außerhalb der Gesellschaft, wie ist es für dich? What the fuck? Aber wer entscheidet das? Mittlerweile bin ich rotzfrech, Miri. Mittlerweile sage ich, fick dich. Ich sag nicht mehr, ey, wir müssen ein Gespräch suchen und ich will dich sensibilisieren. Ich sag, fick dich. Ich bin nicht mehr nett. Ich bin seit dem Mental Breakdown, ein paar Wochen davor so, ich bin rotzefrech
Und es ist mir wirklich scheißegal. Also mir war nix egaler als meine Art gerade, wenn Leute ankommen und aus mir ein Alien machen. Wirklich. Unerträgliches Leid manchmal. Aber ist es nicht sauschwer, jetzt diesen Weg einzuschlagen, zu sagen, fickt euch, wenn man bedenkt, dass du zum Beispiel nicht sonderlich reich aufgewachsen bist? Ich glaube, es spielt ja auch immer so eine Rolle im Hinterkopf. Ja. Wo kommt man her? Wo möchte man eigentlich nicht mehr zurück, zumindest finanziell? Ja. Du, also manchmal, wenn ich eine Frage jetzt richtig verstanden habe, manchmal ist es so, dass ich Angst habe, genau das zu sein, was sie in mir sehen wollen. Weißt du? Ja. Diese Freche mit das, mit dem und der Macke und keine Ahnung was. Und manchmal gebe ich es ihnen doppelt und dreifach zurück. Weißt du? Manchmal will ich sogar, dass sie mich so sehen, weil ich mir denke, ihr wollt es doch eh nicht anders. Ja. Und dann kriegen sie das große Kotzen. Und was ich zum Beispiel gar nicht gerne gemacht habe, ist mein Auto zu zeigen. Ich habe ja die letzten Monate mein Auto gar nicht gezeigt. Ne? Also ist ja mein Traumauto. Ja. Aber als ich jetzt auch die letzten Wochen wieder so viel Hate bekommen habe von rechts und von AfD-Seite, wegen diesem Video, was ich gemacht habe, wegen deren japanischen Cultural Appropriation Propaganda-Scheiße da, habe ich einfach mit Heads Will Roll Techno-Musik von Project X mein Auto gepostet. Und ich habe noch mehr Hass dafür bekommen von rechts in den DMs. Ja. Aber ich fand es so geil. Ja. Und ich bin nicht diese Person, die protzt. Ja. Aber womit ich protze, ist, denen nicht das Gegenteil zu beweisen, sondern denen einfach zu sagen, egal was ihr tut, ihr kriegt mich nicht mehr runter. Es geht nicht mehr. Mir geht das nicht mehr nahe. Und ich passe auch nicht mehr auf meine Tonalität auf oder auf die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, weil ihr macht es doch auch nicht. Ja, ich meinte auch gar nicht so zum Beispiel diese Leute, sondern wirklich irgendwelche Entscheider in diesen Positionen bei Produktionen und so weiter. Da als Mensch mit vielleicht Existenzängsten, die man mal hatte, Nein zu sagen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Nee. Also ich sag auch, also Existenzängste hatten wir als Familie, klar, sehr oft. Vor allem ich auch als junge Frau und so. Ich konnte damals das und das nicht mitmachen oder mir das und das nicht leisten. Es ging halt sehr vieles nicht. Oder ich habe meine Mutter kaum gesehen gehabt, weil sie als alleinerziehende Frau Mutter nicht unterstützt wurde vom Staat, wegen ein paar Euros zu viel im Monat. Es war eine schreckliche Zeit so. Aber ich habe den Mut einfach auch oft zu sagen, ey, ich bin nicht dabei, weil ich will mein Herz nicht krank machen. Ich bin müde davon. Ich bin saumüde davon, wenn ich irgendwo... Ich habe das ja ein paar Male gemacht am Anfang, ne? Weil ich dachte, es ist jetzt so und es bleibt auch für immer so. Ja. Bin in Produktion so reingesteppt. Hey! Und du wurdest behandelt so wie ein Token. Ja. Weißt du, so, dann voll viele Fragen über deine Mutter. Ein Stylist, der deine Haare macht, sagt, ey, sprich deine Mutter zu Hause mit dir Deutsch. Warum fragst du mich das? Es gibt echt eine Mutterobsession in dieser Branche. Ja, warum fragst du mich das? Oder hast du einen großen Bruder? Was bockt dich das? Ich bin doch gerade wegen was ganz anderem hier. Ja. Und deswegen, also mittlerweile sage ich auch zu vielen Sachen einfach nein. Oder auch mein Team kommt gar nicht mal mehr mit so ähnlichen Anfragen an, weil die wissen, sie flippt aus. Aber gäbe es, sagen wir mal, du hast irgendwann wirklich gar keine Lust mehr auf das. Gäbe es eine Alternativpaarstadt? Ich meine, du hast ja ein bisschen angesprochen, du warst Stipendiatin in der Hertie-Stiftung, du hast Politikwissenschaft genauso erfolgreich wie ich abgebrochen. Du hast sogar Merkel-Briefe geschrieben. Ja, als Kind. Gibt es irgendwie diese alternative Person, die vielleicht Politik macht oder irgendwie was ganz anderes, Hundezüchterin, keine Ahnung? Also ich liebe meinen Hund, Grüße an Luffy, aber nee. Jetzt, wo ich jetzt so wütend bin und so, ich habe eine viel krassere Motivation als jetzt vor ein paar Monaten, als ich den Breakdown hatte. Musste aber auch eine Woche intensiv sprechen mit Familie und FreundInnen und sagen, ey, wie packe ich das jetzt noch die nächsten Jahre? Wann hört es überhaupt auch auf? Dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr jeden Tag kämpfen muss. Und meine Familie ist jetzt noch krasser für mich da denn je. Ja. Zum Beispiel hat meine Cousine mich vorhin angerufen per FaceTime. Wenn ich unterwegs bin, die rufen jetzt öfter an. Die geben mir das Gefühl, dass ich nicht alleine bin mit dem ganzen Kram. Weil und meine Mutter hat letztens auch nochmal gesagt, ja, wieso konntest du nicht einfach was anderes machen? Ja. So, Mama, ich weiß nicht, ich kann nicht. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt meine Lebensaufgabe. Es ist so mein Sinn des Lebens ist einfach irgendwas zu bewegen, aber vor allem auch super viel Spaß zu haben. Ich will Blödsinn machen. Ich muss jetzt auch mit 27 muss ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was ist überhaupt reif sein? Ich liebe es, Scheiße zu bauen. Ich brenne dafür, seitdem ich klein bin. Ich liebe es. Wenn jemand auf die Fresse fällt, ich lache am lautesten und will sogar, dass er nochmal hinfällt. So bin ich. Aber welche Momente sind es dann vielleicht auch, die dich dabei behalten? Ich habe zum Beispiel überlegt, vielleicht die ganzen auch
coolen Frauen, mit denen du arbeiten konntest. Ne? Anke Engelke, Caroline Kebekus, Enisa natürlich. Wahnsinn. Sind das so Zusammenarbeiten, wo du denkst, okay, das hält mich irgendwie auch gesund und dabei? Klar. Also ich dachte immer, ich bin in so einer Simulation gerade. Sitzt da Anke da. Ich so, also, wie geht's, weißt du? Enisa, ich bin bei ihr unter Vertrag. Ich denke mir, ich habe dich angeschaut, da warst du noch, keine Ahnung, da warst du selber Newcomerin, jetzt bin ich deine Künstlerin. Was passiert hier? Ich bin allen dankbar, die mich unterstützen. Ich verstehe es manchmal nicht. Aber daran arbeite ich noch. Du denkst manchmal, du hast es nicht verdient. Dabei hast du es im Prinzip verdient. Weil ich habe ja viel gearbeitet, arbeite immer noch viel. Deswegen, ich bin allen, und also Anke, Caroline, auch die Tour war, mit Caro auf Tour zu gehen, ich habe so viel gelernt, auch von allen anderen Künstlerinnen, die dabei waren. Wir waren ja eine All-Female Stand-Up-Tour-Show, es war mega. Und ich bin anderen Leuten auch wie Böhmermann dankbar, ich bin dem ganzen Produktionsteam dankbar, ich bin auch Kurt Krömer dankbar für die Erfahrung bei Feelings. Ich habe sehr viel gelernt. Auch off-camera, off-mic immer sehr viel mitnehmen können. Das kriegst du mit keinem Geld der Welt, ne? Hast du irgendwie so einen Ratschlag oder so von diesen ganzen Frauen mitgenommen, der dir besonders hängen geblieben ist, den du so weitergeben kannst? Bevor wir hier unseren Hot Girl Walk durch Hamburg beenden. Mir hat mal eine sehr, sehr große Person gesagt, bitte hör nicht auf, bitte. Ich so, du sagst es mir, du Legende? Ja, bitte hör nicht auf. Mach du weiter, mach genauso weiter, noch schlimm, bitte hör nicht auf. Ich war so, okay. Die Person, die eine absolute Legende hat, hat gesagt, und das nehme ich hier mit, so. Habe ich meiner Familie erzählt, ein paar Leuten erzählt. Ich war jetzt so richtig für mich, dass eine bestimmte Person, zu der ich sehr aufschaue, was mir gesagt hat. Ja, und ich denke mal, das ist mein Feuer. Eine kleine Person sagt es dir auch. Bitte nicht aufhören. Hör mal auf, dich so klein zu machen jetzt. Ich bin 1,65. Ich bin 1,59,5. Da kann ich jetzt an. Okay, vielen Dank, Pascha. Danke fürs Teilen deiner Danke, mein Lebensweise. Herz. Danke, dass ich mich auskotzen darf. Immer bei dir, gell? Ja, ich mag Katzen, der deutsche Schwede braucht, ist okay. Okay, tschüss. Tschüss. Achso, das geht. Okay, ciao.